Zum einen ist wichtig, dass es Hate Speech und Desinformation schon immer gab und nicht erst mit den sozialen Medien aufgetaucht sind. Denn menschenverachtende Aussagen oder bewusste Lügen, die verbreitet werden, die gibt es auch auf dem Schulhof oder auf dem Fußballplatz oder bei der Arbeit. Trotzdem sprechen wir in Deutschland meistens von Hate Speech und Desinformation, wenn wir über entsprechende Aussagen im Internet sprechen wollen. Die sozialen Medien und die technischen Gegebenheiten sind nämlich das Besondere und das Neue, denn sie ermöglichen eine starke und schnelle Verbreitung von Hass und Lügen. Und hier bedingen sich eben Hate Speech und Desinformation gegenseitig. Desinformation sind Lügen, die verbreitet werden mit der gezielten Absicht zu schaden. Das heißt, sie beinhalten negative Geschichten und abwertende Lügen über eine Gruppe, die immer wieder erzählt wird. Und das kann tatsächlich in unseren Gesellschaften funktionieren, weil sie an Vorurteilen und Stereotypen aus der Offline-Welt andocken und eben weitergetragen werden. Hate Speech ist ein Problem, denn es greift die Würde von Personen an. Und Anerkennung, Respekt und auch Gleichwertigkeit sind grundlegend für unser Zusammenleben und dürfen nicht auf vermeintlichen Zugehörigkeiten zu einer Gruppe verletzt werden. Das passiert aber bei Hate Speech. Hassvolle, verletzende und drohende Äußerungen stellen also somit einen Angriff auf unsere wichtigsten oder wichtigen Prinzipien, die im Grundgesetz verankert sind, dar. Hate Speech kann tiefe seelische Verletzungen auslösen und auch zu physischen Symptomen führen, wie zum Beispiel Herzrasen oder Schlafstörungen. Das hat zur Folge, dass sich Betroffene aus den sozialen Medien, aber auch aus dem analogen Umfeld zurückziehen. Denn Hass und Abwertung, wenn man davon betroffen ist, können auch zu physischen Angriffen und Gewaltübergriffen führen. Dies bedroht unseren Zusammenhalt und da ist auch eben wichtig, nochmal zu betonen, dass Hate Speech durch Macht und diskriminierende Strukturen bedingt wird, die wir auch aus der Offline-Welt kennen. Und das ist eben wichtig, auch zu verstehen, dass nicht alle Menschen gleichermaßen von Hate Speech betroffen sind. Wenn wir uns Desinformation anschauen, dann ist es ein Problem, denn sie streuen immer wieder Lügen und lösen dadurch Angst, Verunsicherung und Hass aus. Das kann man beispielsweise oft beobachten bei KommunalpolitikerInnen oder auch ehrenamtliche AktivistInnen werden immer wieder mit falschen Informationen bedroht. Und Desinformation, aber auch Hate Speech vermitteln ein antidemokratisches und menschenfeindliches Weltbild, ähm, ja, das unser friedliches Zusammenleben gefährdet. Wir haben gerade gelernt, dass Desinformation und Hate Speech eine große Gefahr für unsere Demokratien sind. Das heißt, grundsätzlich ist es wichtig, Haltung zu zeigen und menschenfeindliche und antidemokratische Inhalte offenzulegen. Das heißt, wir können widersprechen. Bei Desinformation sollten wir aber auch darauf achten, dass wir nicht selbst dazu beitragen, dass sich Desinformation weiter verbreitet. Das heißt, hier ist es wichtig, bevor ich etwas teile, kurz nachzudenken, damit ich nicht aus Versehen eine Lüge mit weiter verbreite. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich habe eine Desinformation entlarvt, dann kann ich sie an die Plattform melden oder auch an eine Fact-Checking-Organisation weiterleiten. Bei Hate Speech ist Melden auch sinnvoll. Es gibt allerdings noch verschiedene andere Handlungsoptionen. Denn grundsätzlich ist hier auch wichtig, dass wir diskriminierende, menschenfeindliche Aussagen im Internet nicht einfach ignorieren. Das heißt, in verschiedenen sozialen Medien können wir verschiedene Beiträge melden, aber auch ganze Kommentare oder Profile. Wenn wir aber sehen, dass Freundinnen von uns diese Kommentare schreiben, dann lohnt es sich vielleicht auch, das persönliche Gespräch zu suchen. Wenn ich aber merke, es gibt einen Kommentar, der strafrechtlich relevant ist, dann haben wir die Möglichkeit, ihn zur Anzeige zu bringen. Das kann bei der Polizei direkt passieren oder über Meldestellen laufen.